My name is Victor Sewe. I work with the Kenya Medical Research Institute at its Center for Global Health Research in Kisumu, and I'm a medical laboratory scientist with over 3 years of experience. Now, the result, which is subject to discussion, which is here before us, is a maternity testing to determine that the alleged mother and the baby that was taken, whose samples were taken for testing, does it mean really that the baby belongs to the mother or not? And as said by the quality manager, this is an evidence that can be tabled in court. So I want just to give a background of this test, that when you check on relatedness between two people, where you have an alleged mother and a child or a father, then we know that every person usually inherits half of their DNA from either of the parents. That could be the mother or the father, their biological parents. And by examining their DNA from the person and the parents, it is possible to determine the elements that were gained, that were inherited from the biological mother. And so in this case of Winnie Bett and Emmanuel Kipngetich, it's a maternity testing because we are trying to connect between the alleged mother and the child, that they are related and the child was born of the mother. And this is a test that was recently, these are results that were recently generated on 2nd of July 2020 from the government chemist laboratory. This is the date these results were released by the government, and the conclusion of the government analyst is that based on the findings, there are 99.99 and above more chances that Winnie Bett with the alleged mother is the biological mother to Emmanuel Kipngetich. And the seal of the government department is attached. So based on the findings from the government chemist, which is a reputable laboratory under the office of the president, the findings have come to a conclusion that over 99.99% are more chances that Winnie Bett with the alleged mother is surely the biological mother. How do we come, or how did the laboratory come to that conclusion? So of the mother are XX. So the mother has the chromosomes that are XX, and because she gave birth to a male child, who is Emmanuel, he is supposed to have XY that we have in this case. And so there are usually 15 gene loci, Also es gibt hier verschiedene Tests, die gemacht wurden, und hier wird beschrieben, wie man gesehen hat, dass sie tatsächlich die DNA hat, dass sie tatsächlich die biologische Mutter ist. Really one and the same thing. And we have 15. So when you check on this column, we have got D8S51179 as the first locus, and for the mother at XX from her chromosome, we have 14 and 16. And the baby who was given birth to has 12 and 14. And so the mother and the baby are sharing 14. And so on the shared alleles with Emmanuel from Winnie, we have 14. And the maternity index is 1.6129. If I pick the fourth locus, then we have CSFIPO, where the mother's chromosome XX has 1111, and the child who is male at XY has 1114. So therefore, the shared allele from the mother is 11. And when you check on this column where they are shared, we find that all the 15 shared loci, the male child inherited them. And so this is a clear evidence that for sure there cannot be any other mother who can claim Emmanuel Bett apart from Winnie Bett. And so when you check at the tail end of this result, we have the maternity index as high as 6.4 times 10 raised to power 7. This is a high maternity index that infers that for sure over 99%, that is 100%. And without any doubt, for sure, Winnie Bett is the biological mother of Emmanuel Kipngetich. And so if what I have come to understand is that this mother, her uterus was removed, and finally she's been able to conceive, something that is not possible in layman's understanding, or in ideal situation,
then it really means that this is a miracle. And as a specialist, as a professional in this area, this really is the hand of God. There is no way dies ist wirklich die Hand Gottes, denn man kann sich nicht vorstellen, dass uns gesagt wurde, dass eine Mutter, die keinen Uterus hat, also die keine Gebärmutter hat, eine Geburt geben kann zu einem Kind. Also dies ist sozusagen ein legales Dokument. In a court of law, but this is not a simple and normal procedure done in ordinary laboratories. This is done in a forensic lab. And this lab is the lab that is synonymous with disputes. If there's any dispute about maternity cases, paternal cases, this is where there is supposed to be taken care of. And you can see this laboratory is under the office of the President, Ministry of Interior and Coordination of national government. That means this document therefore proves that Winnie Bett is the true biological mother to Emmanuel. Also man kann sehen, dass Winnie Bett die biologische Mutter ist zu Emmanuel, und es wurde etabliert, dass Winnie Bett tatsächlich die biologische Mutter von Kleinkind Emmanuel Kipkendec ist. Und hier sehen wir sogar die Unterlagen, die dies beweisen. Daktari, today we are here in your Heute sind wir hier. And the reason that brings us here today is that there is a case Es gibt einen Fall of Winnie Bett, and this lady, her uterus was completely removed. Diese Frau, ihre Gebärmutter wurde komplett entfernt, und sie kommt aus Sotik in dem Land in Bomet. Und während wir gerade sprechen, Winnie Bett hat empfangen, und jetzt gerade hat sie ein Kleinkind. Und wir sind hier, sodass wir mehr Licht verstehen, also dass wir mehr Licht in diesen Fall bringen, denn wir haben nicht verstanden, wenn jemand eine Gebärmutter nicht mehr hat, wie kann es sein, dass sie dann heute ein Kind hat? Wie möglich ist das überhaupt? Dr. Beatrice Bonio. Also ich bin der Arzt von Beatrice, also ich bin der Arzt Beatrice Bonio, und ich bin eine Gynäkologin, und ich arbeite in dem Krankenhaus. Und ich bin ein Arzt für die letzten 36 Jahre. And I specialized und ich habe mich spezialisiert gynecologist 28 als Gynäkologe. So, also, you have just asked, ihr habt mich gefragt, wie möglich kann es sein, ist es das, dass jemand, dessen Gebärmutter entfernt wurde, to get a baby. Ein Kleinkind erhält, also ein Baby bekommt. Also had, ich habe auch gehört, ich hörte, and then I saw und dann habe ich gesehen, some WhatsApp Informationen von WhatsApp about über a woman über eine Frau, die had the removal of die Entfernung hatte von einer Gebärmutter. In fact, according to that document,
Gemäß diesem Dokument, sogar die Gebärmutter wurde that it was a uterus, and for sure it was es wurde aufgezeigt. A uterus. And the operation also, according to those records, was done by a very, very senior gynecologist at Tenwick Hospital. And this made me get interested, because I said I would like to know how comes this woman. Also ich habe gesehen, dass diese Frau schwanger ist. Mir wurde das mitgeteilt und ich habe geschaut und ich habe herausgefunden, dass Ultrasound, also Röntgenaufnahmen wurden gemacht 2018 und dies hat bestätigt, dass diese Schwangerschaft and also she delivered da gewesen war, und sie hat auch naturally. Ganz natürlich hat sie entbunden. Also es war für mich ein Schock gewesen. And und wir haben uns gewundert, whether it was really possible. Ob es wirklich möglich ist. Und damit further testing plötzlich was also done, war auch das gemacht worden, to confirm whether she um really zu bestätigen, ob sie wirklich diesen Uterus hat. Und es wurde immer noch bestätigt, dass sogar danach, dass ihr Uterus danach ist und normal ist. Scan and MRI that she has a uterus. This is a shocking news ein sehr in our medical field, Wunder in unserem because medizinischen it has Feld, never denn happened. es ist There niemals is passiert. no record Es gibt of keine somebody Berichte von jemandem, having dass er just naturally reconstructing a uterus. eine Gebärmutter hat. This must be doing Dies muss, of the Almighty. This is das a muss miracle. von dem It is a mächtigen miracle Gott gemacht worden sein. Es we, ist ein Wunder, as the medical fraternity, als die medizinische are Fraternität, wir sind to the schockiert core, bis because zu dem Höchsten, after we have done a hysterectomy, nachdem in wir most cases, in den the meisten women have Fällen no hope. We have nothing to offer them except to tell them geschaut to haben. adopt children. But Wir now haben geschaut, wir hope. haben ihnen gesagt, dass sie nur Kinder We can adoptieren müssen. Und jetzt gibt es allow our Hoffnung women und wir können erlauben, to seek the counsel of the Almighty, their Creator, who is able to make the removed uteruses, is able to transplant supernaturally, is able to give them der Erschaffer, er ist in another der uterus, Möglichkeit, even if the ihnen one eine they weitere initially had Gebärmutter has zu been geben, removed. auch wenn es eine Gebärmutter war, die entfernt wurde, aber unser Erschaffer kann ihr auch eine neue geben. Und der Bischof, der zu Winnipeg gesprochen hat, hat bezeugt, er hat dieses Wunder bezeugt, der Bischof, der sie normalerweise beraten hat. Ich bin Bischof Justin Langard. Ich bin der Bischof von Sonntagsgebiet, dort wo Winnipeg herkommt und Emanuel herkommt, und ich bin hier, um euch ein Zeugnis zu geben bezüglich diesem Wunder, was der Herr getan hat in Sonntags. Nicht nur in Sonntags, sondern in dieser Nation von Kenia, und dies hat uns sehr, sehr gut zu der ganzen Welt gezeigt, zu den Medizinern und den Nicht-Professionellen, zu den Höheren und zu den Niedrigeren. Wir haben uns alle daran erinnert, dass bevor Winnipeg
die sehr mächtige Stimme von den mächtigsten Propheten getroffen hat, ist er durch sehr viel Schwierigkeiten gegangen. Und in diesen Schwierigkeiten, in diesem Leiden, hat sie auch sehr viele... Es gab sehr viele Schwierigkeiten in dem ehelichen Leben von Winibert und dem Ehemann. Und ich möchte, dass wir dies nochmal teilen, während wir den Herrn verherrlichen für dieses Wunder. Die Zeit, als Winnie nicht einmal für eine Operierung gegangen ist, in dem Tenweg-Krankenhaus. Sie ist durch sehr viel Leiden gegangen. Erinnert euch daran, sie hatte oft in ihrer Zeugnisgabe gegeben, sie hat oft Zeugnis gegeben, dass sie im Garten war und der Schmerz, den sie ertragen hat, hat sie dazu gebracht, dass sie das Gemüse geerntet hat und sie hat am Boden sehr viel sich gerollt. Sie hat sehr viel Schmerzen ertragen und auch manchmal in der Nacht wurde sie auch von diesem sehr starken Schmerz wieder heimgesucht, aber sie konnte nicht schlafen. Und der Ehemann musste sogar ein kleines Auto, ein Motorrad nehmen, dass sie Hilfe bekommt. Und ihre eheliche Beziehung hat sie sehr beeinflusst. Und ich verherrliche Gott, dass zu der Zeit, wo Enoch kam, wir waren zusammen gewesen und beide haben den Herrn empfangen nochmals. Und dies ist die wunderschöne Schönheit von dem Dienst, in dem wir sind. Denn dies ist der Dienst des Herrn, wo der Herr Gott seine zwei mächtigsten Propheten gesendet hat, dass jeder von uns leben kann, ein Leben der Buße, ein Leben, welches Gott gefällt. Schaut euch an, wie jetzt wir wirklich feiern können, das Zeugnis von der neuen Gebärmutter, die Winibert hat, die Funktion der Gebärmutter, welche die operierenden Ärzte, sie haben Zeugnis gegeben, dass es sogar besser ist als das originale Zeugnis ist. Die Autorität ist in der Salbung, welche die mächtigsten Propheten haben. Und diese mächtigsten Propheten navigieren uns. Sie sind hier, um uns für die Ewigkeit vorzubereiten. Und da gab es einen Regenbogen. Ich lese das Buch Offenbarung Kapitel 4, Vers 3b. Und dort gab es einen Regenbogen um den Thron herum, innen wie ein Smaragd. Und ihr seht, gesegnete Leute, dies ist die gesegnete Hoffnung, die der Herr spricht über seine Gnade, über seine Barmherzigkeit. Der Herr, unser Gott, ist ein gnadenvoller Gott, ein barmherziger Gott, sogar in dem Ansicht
des großen Zornes, der stattfinden wird in der großen Trübsal. Die 2 Propheten werden in allen Nationen laufen, zu jedem Haus, und sie werden es nicht einfach so weggehen. Sie werden nicht dem Teufel erlauben, dass er damit so weiterkommt, so einfach. Sie werden herumlaufen und sie werden für die Seelen des Menschen kämpfen. Und sie werden ihnen sagen, dass der Antichrist nicht Gott ist. Er ist es nicht. Er ist nicht der Messias. Christus Jesus, der Messias, ist für die Gemeinde gestorben. Und er alleine ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nun, gesegnete Leute, und dann wird es komplimentiert werden durch einen Engel. Sie werden komplimentiert durch einen Engel und sie predigen das ewigliche Evangelium und sie werden jede Nation erreichen, jedes Land, jede Sprache. Und danach gibt es auch eine Gruppe der Evangelisten, ungefähr 144.000, die hineinkommen werden. Nun, der Herr, unser Gott, er hat einen Regenbogen, der um seinen Thron herumgeht. Und erinnert uns daran, von seiner großen Herrlichkeit in den Tagen von Noah. Und sagt zu Johannes, dass er steht dort, dass ich der Gott der Überflutungen von Noah bin. Das bedeutet, ich habe Kapazität, Sünde zu beurteilen und dass nur die ganze Erde mit 8 Leuten verbleibt. Und sagt auch, dass ich bin ein barmherziger Gott der Gnade und Barmherzigkeit und seine Gnade ist immer noch auf der Erde. Lasst uns den Herrn empfangen, während die Gnade immer noch hier ist. Sagt, lieber Jesus, ich tue heute Buße und ich akzeptiere dich und ich akzeptiere dein Kreuz und ich akzeptiere dein Blut und ich akzeptiere dein ewigliches Leben, das du hervorgebracht hast am Kreuz von Golgatha, als du gestorben bist und auferstanden bist für mich. Also heute empfange ich dich hinein in meinem Herzen als mein Herr und mein Erretter. Bitte etabliere Heiligkeit in meinem Herzen und Gerechtigkeit in meinem Leben und leite meine Schritte an, sodass ich hingehen werde, hin zu dem Königreich der Herrlichkeit. Herr, helfe mir, null Toleranz zu haben zur sexuellen Sünde, null Toleranz zu jeder Sünde zu haben und Glaubensabfall. In dem mächtigen Namen von Jesus bin ich heute Nacht wiedergeboren. Dankeschön. Wenn ihr dieses Gebet gesagt habt, heiße ich euch, gratuliere ich euch, ihr habt Jesus empfangen. Wenn irgendjemand euch fragt, ob du wiedergeboren bist oder nicht, sag ihnen, ich bin wiedergeboren. Sende ganz viel Textnachrichten zu deinen Freunden, dass du wiedergeboren bist. Also ich sehe euch dann am Freitag, am Mittwoch. Ich sage euch, ich werde euch dann am Freitag sehen, wenn wir beide zu euch kommen werden und zu euch sprechen werden über das glorreiche Kommen des Messias. Das nächste wichtige Ereignis in dem Kalender der Gemeinde. Mir wurde gesagt, wir wurden getrennt in vielen Nationen, Finnland, Australien. Überall trennten wir, die ganze Erde konnte davon an diesem Schatz teilnehmen. Dankeschön. Der Herr segne euch. Toda Shalom, Baruch Hashem. Boker Tov.
Die dichte dunkle Wolke Gottes ist hinabgestiegen am 22. Dezember 2019. In dem World Cup Stadium in Seoul in Südkorea. Und die mächtigsten Propheten warnten Seoul in Südkorea.